Moini, da bin ich wieder mit einer Runde Dead by Daylight und ich spiele Nancy. Und heute hat sie einen besonderen Auftrag. Denn ich muss alle Totems diese Runde zerstören. Auch die, die Michaela segnet. Ich bin die Erste. Denn ich habe die Rift-Aufgabe ausgewählt. Meins. Nein, das ist meins. Nein, das ist meins. Nein, das ist meins. Ich habe die Rift-Aufgabe ausgewählt, alle Totems zu zerstören in der Runde. Ich mache sie mal weg, sie nervt mich. Danke. Und muss mit 0 übrigen Totems entkommen. Was schwierig wird, wenn jemand anderes diese neuen Perks dabei hat. Wir spielen gegen eine Jägerin. Und die hat Korrupte. Und sie hat mich gesehen. Und getroffen. Ich habe nur Totem-Perks dabei. Genau für diese Aufgabe, denn ich möchte die Totems auch irgendwie nutzen können. Und dafür habe ich dann auch noch eine Karte dabei. Wow. Na gut. Ich dachte, vielleicht schaffe ich es bis in die Palette. Hier ist nicht der Keller. Sehr schön. Ich habe dabei innere Kraft, was jetzt innere Heilung heißt. Das ist Perk unten von Nancy mit dem Porträt von Nancy. Und das habe ich halt mitgenommen, weil Nancy die Totem-Königin ist mit diesem Perk. Dann habe ich Niederwild dabei, das mir immer ein Geräusch angibt, wenn ich ein Totem finde in einem 45-Grad-Winkel. Und mit innerer Heilung kann ich mich jetzt hochheilen, weil ich ein Totem zerstört habe. So. Und mit Niederwild bekomme ich nämlich so einen Stack. Sobald ein Totem zerstört wurde in der Runde. Dann habe ich noch Tabs Verdacht dabei. Das zeigt mir jetzt alle Generatoren und die Auren aller übrigen Totems an. Sieht das da vorne? Oh, sie steht da einfach rum. Wie ärgerlich. Und mit Tabs Verdacht kann ich übrigens nicht nur die Totems und Truhen im Umkreis sehen, sondern... Ah, sie wurde gerettet, sehr schön. Kann auch mit einer Karte dann dies verzeichnen. Also ich sehe Killer-Eigentum und wenn ich eine Karte mitnehme mit dieser Schnur drauf, dann kann ich das Killer-Eigentum darauf speichern. Und weiß jetzt, dass da vorne noch ein Totem ist. Und die Idee kam mir nicht nur, weil ich die Rift-Aufgabe machen wollte. Wow. Mit den 0 übrig gebliebenen Totems in der Runde, sondern auch, weil ich letztens gegen die Jägerin im Keller ist nicht so ideal. Weil ich letztens in einer Runde gegen eine Killerin oder einen Killer gespielt habe, der Pentimento dabei hatte. Sorry, ich renn vor. Sie hat keine Äxte mehr. Aber so muss sie zumindest nicht tunneln. Ich habe mich extra angeboten. Ist ein bisschen schwierig dadurch, dass wir ihr halt auch ermöglichen zu campen.
Und wir erst 2 Gens gemacht haben. Das heißt, ich muss mich gleich ein bisschen bedeckt halten. Ja, und da hatte in der letzten Runde, also nicht die letzte, sondern eine vorige Runde, da hatte jemand eine Killerin oder einen Killer gespielt mit dem Perk Pentimento und ein Bill hatte auch Niederwild dabei. Und da habe ich mich gefragt, wie das funktioniert mit Niederwild und Pentimento. Achso, sie hat Wir schaffen das dabei. Das wäre natürlich gut gewesen. Sie tritt gegen den Gender vorne. Ich wollte mich eigentlich bedeckt halten jetzt, ne? Ja, außerdem habe ich Tabs Verdacht dabei, das habe ich schon erklärt. Und links Hellsicht von der neuen kleinen Hexe, Mika. Und damit kann ich, wenn ich keinen Gegenstand in der Hand hätte, was ich mir mit der Karte jetzt natürlich ein bisschen versaut habe, kann ich, wenn ich ein Totem weggenommen habe, die Auren von Haken sehen, von Ausgangstorschaltern, von der Luke und von Kisten. Also quasi das gleiche wie Tabs Verdacht, nur schlechter. So. Irgendwie machen die anderen auch gar keine Gens mehr, ne? Also da hinten in der Ecke ist noch ein Totem. Ich muss noch 2 Totems wegmachen, aber wir müssen auch noch 3 Gens schaffen. Und da ich Dead on Hook bin, gehe ich nicht retten. Ich habe schon 2 ziemlich unsichere Rettungen gemacht. Und eigentlich sollten wir einfach Gens machen. Okay, da und das andere Totem ist dort drüben. Das werde ich mir gleich mal wegsnacken. Ja, und weil man das nicht testen kann, wie es mit Pentimento und Niederwild ist, weil, naja, wie soll ich das testen? Ich weiß jetzt nicht, ob der Killer Pentimento hat. Ich mache eben den Gen durch, das ist wichtig, sorry. Uff. Genau, habe ich eine Kill Your Friends Runde gespielt. Mit ein paar lieben Menschen und Nicht-Menschen, die mir dabei geholfen haben, um jetzt im Nachhinein gleich noch Schnipsel anzuhängen, wie das so aussieht, wenn man Niederwild und Pentimento dabei hat. Und weil das nicht so für sich alleine steht, das reicht nicht für eine komplette Runde, dachte ich, hänge ich vorher mal so eine Totem-Runde dran. Guck, da hat auch jemand mit geliehener Zeit gerettet. Das war die hübsche Zarina, die mit geliehener Zeit durch die Gegend läuft. So, und jetzt habe ich 4 Stacks auf Niederwild, weil ich 4 Totems weggenommen habe, was die Michaela nicht freuen wird. Aber was soll ich sagen? So ist es nun mal. Ich hatte den Gen da hinten noch gut angezogen. Der hier vorne ist an. Blöng, hier ist das letzte Totem.
Keiner macht einen Gen. Ah, wir haben 3 Gen. Ich verstehe. Wir haben da einen Gen, da in der Mitte und oben auf dem Schiff. Der Gen hier vorne, das ist der, den ich so weit schon hatte. Jetzt sind alle dead on hook. Sie hat auch Korrupte dabei und ich glaube, sie hat einfach die ganze Zeit über die korrupten Gens bewacht. Sie geht da wieder runter. Und sie geht wieder zu dem Gen, der so weit ist. Vielleicht klappt es ja so ein bisschen, wenn wir uns aufteilen. Sarina ist wieder in den Gen da vorne gegangen. Und wir müssen jetzt nur aufpassen, dass wir, wenn wir rennen, in die Richtung da vorne rennen, weil sie dann die Gens nicht verteidigen kann. Und entweder sie committet, weil wir alle der John Hook sind, oder sie committet eben nicht. Und jetzt klingelt es an der Tür und ich muss da eben rangehen. Mein Hund kommt vom Spaziergang zurück. So, und sie committet scheinbar nicht, weswegen ich den Gen hier jetzt weitermachen kann. Die Runde zieht sich aber leider ziemlich dolle hin. Habe ich jetzt nicht gedacht. Ja. Okay, wir haben es geschafft. Ich werde mich einmal heilen im Schrank. Weil sie mir aus irgendeinem Grund nicht nachgeht. Weiß aber auch nicht warum, weil sie andere gefunden hat. Okay. Ich heile mich einmal im Schrank. Vielleicht hätte sie Know-It dabei gehabt und war irritiert. Okay. Ausgangstore. Kann ich leider nicht sehen. Ich könnte das Item ablegen, dann wüsste ich, wo die sind. Aber hier bei der Shack ist immer 1. Und Sarina und ich kommen auch raus. Darf ich dich heilen? Dankeschön. Ich wette, dass die Michaela mich nicht so cool findet, weil ich einfach auf Totems gegangen bin. Und uns somit die Möglichkeit genommen habe, uns in der Ecke zu heilen. Aber sie hätte mir auch die Möglichkeit genommen, meine Aufgabe zu schaffen, dadurch, dass sie Totems bläst. Also es ist immer so ein bisschen schwierig, in random Runden gemeinsam solche Aufgaben zu erledigen. Ich habe den Gegenwert von mehreren Generatoren repariert. Ich habe meine Aufgabe beendet, zu entkommen mit 0 übrigen Totems. Sie hätte kein Note gehabt, aber hier, das habe ich mir nämlich vorhin gedacht, als sie nach dem ersten Gen an der Shack mir eine Axt hinterhergeworfen hat. Da dachte ich, dass das schon sehr nach verbittertem Gemurmel aussieht. Nurses Calling, Korrupte und Barbecue hatte sie dabei. Und die Michaela hatte hier Kreis der Heilung dabei und fand mich deswegen, glaube ich, ein bisschen doof. Aber das weiß man nicht. Vielleicht fand sie mich auch cool. Wer weiß das schon so genau. Gut. Und ich hänge euch jetzt den Clip an und versuche ein bisschen Voice-Over zu machen mal. Wir sehen uns gleich. Und da bin ich auch schon wieder mit einem Totem-Perk-Bild gegen Toasty als Nemesis mit Pentimento, dem Perk, das es dem Killer ermöglicht, eigene Totems aufzustellen, wenn Survivor Totems zerstört haben. Ich blende euch hier mal die genaue Beschreibung ein, dann könnt ihr auf Pause machen und nachlesen. Ich spiele mit Niederwild, Gegengewalt, Hellsicht und Tapsverdacht und bekomme den ersten Stack auf Niederwild. Mit Gegengewalt und Tapsverdacht sehe ich nun andere Totems auf der Map, die ich auch für den Test wegnehme. So, jetzt habe ich den zweiten Stack
Und hier zeigt mir Frey das dritte Totem, hier in der Ecke im Gebüsch und arbeitet fleißig weiter am Gen. Dort hinten ist das erste Pentimento-Totem zerstört worden. Ich hatte zuvor keinen Stack verloren durch das Aufstellen von Pentimento, bekomme nun aber einen weiteren Stack dazu auf Niederwild fürs Zerstören. Hier bin ich betroffen von Pentimento, weil das Heilen langsamer dauert. Niederwild schlägt auch an, wenn man vor einem Pentimento-Totem steht, und Hellsicht wird aufgeladen und Gegengewalt wird auch getriggert. Tabs Verdacht zeigt auch Pentimento-Totems an und ich bin nun bei 5 Stacks und bekomme keinen weiteren Stack dazu, obwohl ich 6, 7, 8, 9 Totems zerstöre. Das letzte ist ein Dull-Totem. Ja, das heißt, ich verliere keine Stacks durchs Aufstellen von Pentimento, bekomme aber Stacks dazu fürs Zerstören. Das war eine ganz spannende Frage. Vielen Dank dafür, liebe Mandy. Und liebe Hanni, danke fürs Beantworten dieser Frage auch schon in den Kommentaren. Danke auch fürs Zuschauen und ganz besonderen Dank an Frey, Legion, Mattes und Toasty. Schaut auch gerne bei Frey vorbei und lasst ihr ein Abo da. Ich verlinke ihr aktuelles Video hier in der Endcard. Ich sage GG und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao!